Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Macht euch gerne die Untertitel an. Es gibt viele verschiedene Sprachen und heute sprechen wir über verschiedene deutsche Wörter. Wir fangen an mit Echsen. Echsen. Hast du das geäxt? Wir sagen das zum Beispiel, wenn jemand ein Bier trinkt und leer. Er hat es geäxt. Es ist auf einmal leer. Man trinkt und es ist sofort leer. Das ist Ächzen. Oder wenn man zum Beispiel einen Geburtstag feiert und man hat einen Schnaps in der Hand und man sagt Prost auf Ex. Und dann wird das in einem Zug weggetrunken. Das ist Ächzen. Wegächsen. Mit X. Dann die Hüpfburg. Die Hüpfburg. Was für ein tolles Ding. Das sind diese Burgen aus Luft für Kinder und die können ihre Schuhe ausziehen und dann auf dieser Hüpfburg stundenlang rumhüpfen. Hüpfburg. Die gibt es manchmal auf Festen oder bei einem Zirkus und dann können die Kinder darauf. Hüpfburg. Hüpfburg. Dann der Hexenschuss. Hexenschuss. Eine Hexe schießt auf jemanden. Ein Hexenschuss ist, wenn man sich einen Nerv im Rücken einklemmt und man sagt, aua, und ich kann mein Bein nicht mehr bewegen. Das ist ein Hexenschuss. Wir wurden von einer Hexe angeschossen. Hexenschuss. Dann Trinkgeld. Trinkgeld. Trinkgeld geben wir natürlich im Restaurant und beim Friseur und es ist ganz unterschiedlich. Manchmal geben Menschen 50 Cent, wenn sie für 50 Euro etwas gegessen haben und andere geben 5 Euro. Ich glaube, ein Trinkgeld ist immer gut und die Leute freuen sich da sehr rüber. Bei uns ist es unhöflich, kein Trinkgeld zu geben, zumindest im Restaurant auf jeden Fall. Im Supermarkt oder so muss man das nicht machen, aber viele Berufe brauchen Trinkgeld. Sie bekommen sehr wenig Geld und sie brauchen deswegen viel Trinkgeld. Gebt lieber 50 Cent zu viel als zu wenig. Dann das Wort kiffen. Kiffen ist, wenn man Drogen raucht, wenn man Cannabis raucht. Das ist kiffen, umgangssprachlich. Und wenn jemand das regelmäßig macht, sagen wir, das ist ein Kiffer. Kiffer. Du kiffst, wir kiffen, du bist ein Kiffer. Dann, wie heißt das? Das ist schielen. Ich schiele. Schielen. Du schielst. Warum? Und ins Fäustchen lachen. Fäustchen ist die Faust, wenn man sie klein macht. Fäustchen. Und ich lache mir ins Fäustchen. Das sage ich zum Beispiel, wenn jemand Ärger bekommt, den ich nicht mag. Und ich sage, ich lache mir so ins Fäustchen. Der hat das so verdient. Ins Fäustchen lachen. Das ist so ein bisschen böse. Ins Fäustchen lachen. Der Ton macht die Musik. Der Ton macht die Musik bedeutet, wenn ich etwas sage, kann ich es gut sagen oder ich kann es negativ sagen. Sowas wie, kannst du bitte das Glas wegräumen oder räum das Glas weg. Räum das Glas weg klingt sehr unfreundlich. Und wenn ich sage, kannst du bitte das Glas wegräumen, dann ist das nett. Also der Ton macht die Musik. Ich sage etwas Gleiches, aber ich sage es sehr unfreundlich. Und manche Menschen können nicht nett reden. Die sagen immer Dinge, die böse klingen. Und zu denen sagt man dann, hör mal, der Ton macht die Musik. Sag das bitte nett zu mir. Dann haben wir das Wort Drahtesel. Drahtesel. Das ist kein Esel aus Draht, sondern ein Fahrrad.
Das sagen wir einfach dazu. Ich fahre heute mit meinem Drahtesel zum Einkaufen. Der Drahtesel. Und die Gänsehaut. Die Gänsehaut ist, wenn mir kalt ist und ich habe diese kleinen Punkte auf der Haut und meine Haare stehen ab. Oder wenn ich etwas ganz besonders schön finde, ein ganz besonders schönes Lied höre oder ich mich ekel. Das ist Gänsehaut. Wir haben die Haut von einer Gans. Wenn man ihr die Federn rausrupft, dann sieht es ganz genauso aus. Und deswegen sagen wir haben Gänsehaut. Dann das Wort Torschlusspanik. Torschlusspanik. Das ist keine Panik davor, dass ein Tor geschlossen wird, sondern das haben oft Frauen, wenn sie zum Beispiel 30 Jahre alt sind und sie sind nicht verheiratet und sie haben keine Kinder. Sie sagen, oh Gott, ich brauche einen Mann, ich muss heiraten, ich brauche Kinder. Und dann nehmen die irgendjemanden, weil sie Torschlusspanik haben. Sie haben Angst, dass sie nie wieder jemanden bekommen und keine Kinder bekommen. Torschlusspanik. Das ist kein gutes Wort. Das benutzt man eher ein bisschen negativ. So, die Nachbarin, die hat aber auch Torschlusspanik. Ja. Und das letzte Wort ist verlernen. Ich kann etwas lernen, klar. Und ich kann auch Dinge verlernen. Dinge, die ich mal gelernt habe und sie heute nicht mehr kann. Zum Beispiel etwas in Mathematik oder Fahrradfahren. Kann man Fahrradfahren verlernen? Ich habe als Kind gelernt, Fahrrad zu fahren, aber ich habe das seit 25 Jahren nicht mehr gemacht und ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich kann es nicht mehr. Ich habe es verlernt. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Mir geht es zum Beispiel mit Mathematik so. Ich weiß nichts mehr, gar nichts. Ich habe alles verlernt. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel gelernt habt. Und wir sehen uns ganz bestimmt beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.